Wir wurden viel danach gefragt. Heute ist es soweit. Wir stellen euch unsere Einsteigersets für den Bereich Polieren vor. Zusammen mit dem Autopflegeshop haben wir 2 komplette Poliersets zusammengestellt, mit denen man sofort loslegen kann, eigentlich alle Probleme behandeln kann, die so auftreten können, und haben versucht, genau ein vollwertiges Set hinzustellen, mit dem man, wie gesagt, erstmal alle Problemfälle beheben kann. Hier und da kann man sich natürlich noch mal ein Pad zukaufen, gerade im Verlauf, aber mit dem Set ist man erstmal voll ausgestattet und kann sowohl im ambitionierten Hobbybereich, im Nebengewerbe oder auch im Vollgewerbe schon mal voll durchstarten. Wir haben die Sets in 2 Klassen oder 2 Preisklassen aufgeteilt und haben jeweils ein gutes Angebot für euch rausgehandelt. Ich würde sagen, wir starten mit dem Einsteigerset mit der etwas günstigen Maschinenauswahl. Wir starten mit der großen Poliermaschine. Hier haben wir die Liquid Elements T4000 ausgewählt, weil die wirklich gerade für eine Hobbymaschine echt viel Bums hat, sodass man auch im gewerblichen Bereich damit durchaus was reißen kann. Sehr flexibel ist, 15 mm Hub reichen auch aus, um wirklich mal Cut zu machen mit den richtigen Pads und Polituren. Deswegen an dieser Stelle diese Maschine. Für schmale Bereiche haben wir uns dann für die Liquid Elements A1000 entschieden. So kann man wirklich die Bereiche überbrücken, die man damit nicht erreicht, mit einem 30er und 50er Stützteller und auch gleich in einem Set mit passenden Polierschwämmen. Wir haben dabei den, wie gesagt, 30 mm Stützteller für wirklich kleine Bereiche und jeweils passende Polierschwämme, jeweils in den Härten Soft Cut, Medium Cut und normalem Cut, also normalem Schleifpad, und das in 30 und in 40 mm passend für beide Stützteller. Weiter geht's im Polierpad-Bereich, und zwar von grob nach fein. Wir haben für euch als Heavy-Cut-Lösung, wenn es wirklich mal richtig zerkratzt ist, das Sonax Hybrid Wollpad ausgesucht. Hier einmal ausgepackt, um es nochmal in seiner vollen Pracht zu sehen. 2 Stück sind gleich mit dabei. Damit kommt man, wenn man sie gut und pfleglich behandelt, regelmäßig auspustet, ums komplette Auto. Für alle normalen Cut-Bereiche, also für normal zerkratzte Lacke, haben wir eins meiner Lieblings-Cut-Pads, Sonax Heavy Cut-Pad, wirklich sehr hart. Im ersten Kreuzstrich ein bisschen zickig, aber wird dann perfekt, sag ich mal, von der Oberflächenbeschaffenheit. Auch 2 Stück mit bei. Wie gesagt, wenn man regelmäßig auspustet und pfleglich mit umgeht, reichen die auf jeden Fall auch für ein komplettes Auto. Fürs Finish und auch für 80% der Fahrzeuge im Finish absolut perfekt, oder 85, 90%. Sonax Medium Pad, auch in der Extender-Variante, in dem großen Bereich, lässt sich mit allen Finish-Polituren verarbeiten, geht für alle Bereiche. Und wenn es doch mal wirklich extrem empfindlich wird, ein weißes, ultrafein Rupes-Pad, gerade für Unischwarz, Klavierlacke, Hochglanzflächen, perfekt geeignet. Auf 80er-Pads haben wir hier erstmal verzichtet, weil wir gesagt haben, okay, so im Hobbybereich und auch im Einstiegsnebengewerbe kommt man mit dem 125er-Teller und einer kleinen 30 und 50 mm Maschine eigentlich relativ weit. Wer da nochmal ergänzen will, kann da natürlich ergänzen oder geht halt gleich in den Profibereich. Deswegen machen wir auch nochmal weiter für die A1000 in 2 passenden Größen nochmal das Rupes Coars Mikrofaserpad, damit man auch mit der kleinen Maschine ordentlich Cut hinlegen kann. Damit ihr mit der Maschine nicht aus Versehen, wenn ihr an Bauteile des Fahrzeugs kommt, Schäden verursacht, haben wir auch das Liquid Elements Silikoncover beigefügt, einfach zum Schutz. Jetzt kommen wir schon zum Bereich der Polituren, und auch da haben wir für alle Bereiche was vorgesorgt. Im Cut-Bereich die Sonax X-Cut, hervorragende Extender-Politur in 125 ml, also die kleine Variante dazu, kommt auch erstmal eine ganze Weile hin, reicht vollkommen aus. Und dann im Finish für fast alle Fahrzeuge perfekt geeignet. Sonax X0406 Finish-Politur für die Extender funktioniert wirklich hervorragend. Auch auf der Rota, aber entwickelt für die Extender. Wenn du dann doch mal einen sehr empfindlichen Lack hast, wo du sagst, Stichwort Unischwarz oder Hochglanzleisten, Klavierlack, die Surfaces Ultrafine Polish, absolut, ja, der Arschretter sozusagen in dem Bereich, hilft einem wirklich weiter, wenn es mal gar nicht anders geht. Sehr gute Politur, auch in dieser Größe. Und zwar sind das, glaube ich, auch 250 ml ganz genau. Und die beiden auch jeweils in 250 ml. Und wenn ihr mal eine Verkaufsaufbereitung oder ein sogenanntes Basispaket habt, Kochchemie P301, absoluter Klassiker, Finish-Politur mit Kanauberwachsanteil, macht ein hervorragendes Finish, schleift aber auch wirklich, also es ist nicht nur eine Zuschmierpolitur, die abdeckt, sondern sie poliert wirklich gut und hinterlässt ein glänzendes Finish für klassische One-Step-Pakete. Auch die ist in unserem Set mit dabei. Die Politur muss ja auch irgendwann runter und wir wollen das Ergebnis kontrollieren. Dafür ist auch noch ein Sonax Lack Prepare mit bei. Zusätzlich kennt ihr ja unser Video Polierpads richtig reinigen, kann man damit auch wunderbar die Polierpads auspusten und sauber machen. Davon ist auch noch eins dabei. Und last but not least braucht ihr natürlich auch Mikrofasertücher, mit denen ihr die ganzen Polituren vom Lack wischen könnt. Dafür haben wir ausgewählt die Surfaces Premium Buffing Towels 500 GSM im Dreierpack. Damit seid ihr auch erstmal gut ausgestattet.
Wenn ihr euch das Set in Ruhe angucken wollt, drückt mal jetzt auf Pause, klickt unten auf den Link, da könnt ihr euch das ganze Set nochmal angucken. Auch was in welcher Größe, welche Polierpads in welcher Anzahl mit dabei sind, könnt ihr euch da ganz in Ruhe nochmal angucken. Zum Schluss vom Anfängerset noch einmal die Kombinationsempfehlungen. Wenn wir das jetzt hier einmal von grob nach fein sortieren, damit ihr mal einen Guide habt, was ihr wie benutzen könnt. Also mit der X-Cut funktioniert wunderbar das rote Sonax-Pad in Hart. Natürlich auch, wenn es dann gröber sein muss, das Sonax Hybrid Volpad. Entsprechend dazu auch die beiden kleinen Pads. Und wenn man mal sagt, hey, ich brauche gar nicht ganz so viel Cut, aber auch nicht ein reines Finish, kann man auch mal das Gelbe einsetzen. Das ist offenporig genug, um die Politur zu verarbeiten, muss aber danach hinterher auf jeden Fall nochmal gefinisht werden. Geht aber auch, tendenziell aber eher das ist die typische Kombination für diese Politur. Wir machen weiter von grob nach fein, Medium Cut und Finish-Bereich. Sonax X0406, klassischerweise farblich passend mit gelbem Sonax-Pad. Wenn ihr empfindliche Lacke habt, könnt ihr auch das weiße Rupes-Pad einsetzen. Ultra Hochglanz, wie gesagt, Unischwarz oder Klavierlack. Die Ultra Fine Polish wäre meine Empfehlung. Wenn es ein bisschen zerkratzt ist, erstmal mit der Sonax X0406 und gelbem Pad vorgehen und danach mit der Ultra Fine Polish und weißem Rupes Pad hinterher. Optimales Finish, geht perfekt. Beziehungsweise natürlich mit dem Pendant bei den APS-Pads, bei der A1000 sind ja auch entsprechend, steht aber dann noch drauf bei der Beschreibung, Cut, Medium und Finish dabei. Das geht natürlich analog zu der Beschreibung hier. Und als letzte Politurkombi die One-Step-Politur P301 mit dem gelben Sonax-Pad ist die perfekte Kombination. Das ist das Autolackaffen-Einsteiger-Set. Wie gesagt, für alle Hobbyanwender, die ein bisschen ambitioniert sind oder auch im Nebengewerbe der perfekte Einstieg, um das Polieren auf professioneller Basis, kann man schon sagen, zu betreiben. Das absolute Profi-Set, bei dem eigentlich nichts fehlt, um voll durchzustarten, gibt es dann im nächsten Teil. Das stellen wir auch noch für euch zusammen und dann geht's weiter. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Kaufen und beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein!